Mario 64 ist das Speedrun-Game. Versteht mich nicht falsch, es gibt sehr viele große Speedrun-Games, aber kein Spiel hat es geschafft, so lange am Start zu sein wie Super Mario 64, einfach aufgrund des Potenzials hier all mögliche coolen Tricks auszuführen, mit denen man das Spiel sehr schnell durchspielen kann. Es ist also keine Überraschung, dass über die vielen Jahre, in denen das Spiel nun gerunnt wird, sehr viele Spieler die Bühne betreten haben, um sich die Krone zu holen und der Schnellste zu werden. Der Wettbewerb ist riesig und trotzdem hat es ein Kind aus Kanada geschafft, alle zu bezwingen. He has entered the conversation as the single greatest speedrunner of all time. Never have we seen such an incredible player. Absolutely insane from Suigi. Green Suigi hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Weltrekord in allen 5 Hauptkategorien der Super Mario 64 Speedrun zu holen. Der 5 out of 5 galt bis dahin nur als Legende, eben wegen der großen Konkurrenz, aber es sah mit der Zeit immer wahrscheinlicher aus, dass er es doch schaffen könnte. Was macht dieser Junge anders als alle anderen, die es vor ihm versucht haben? Lasst mich euch in die Welt der Mario 64 Speedruns mitnehmen, um zu gucken, wie diese Reise aussah, wer versucht hat, ihn aufzuhalten und ob Suigi letzten Endes geschafft hat, dieses wahnsinnige Ziel zu erreichen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich möchte am Anfang nochmal die Basics für jeden klar machen. Das hier sind die großen 5 Speedrun-Kategorien von Super Mario 64 und diese wurden danach benannt, wie viele Sterne man sammeln muss, bevor man das Spiel beenden kann. Es gibt in dem Spiel insgesamt 120 Sterne zu sammeln, dementsprechend ist die 120-Sterne-Kategorie relativ selbsterklärend. Man muss einfach alles in dem Spiel sammeln, so schnell wie möglich. Die anderen Sternanzahlen wirken auf den ersten Blick sehr random, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, ergibt alles dann doch sehr Sinn. 70 Sterne ist die Anzahl, mit der man die unendliche Treppe am Ende des Spiels hochkommt und den finalen Boss besiegen kann. Es ist quasi der schnellste Weg, um das Spiel auf die Weise durchzuspielen, die von Nintendo vorgesehen war, weshalb man die Kategorie auch oft Glitchless nennt, da man nicht wirklich Glitches braucht, um das Spiel so durchzuspielen. Speedrunner wären allerdings nicht Speedrunner, wenn sie da nicht versuchen würden, einen schnelleren Weg zu finden. Das gesamte Spiel funktioniert im Grunde so, dass es überall Türen gibt, die verschlossen bleiben, bis man eine bestimmte Sternanzahl erreicht hat. Diese Türen musste man irgendwie überwinden und das macht man mit dem wohl ikonischsten Trick der gesamten Speedrun-Geschichte: dem BLJ. Man hat herausgefunden, dass die Geschwindigkeit von Mario bei einem rückwärts ausgeführten Weitsprung für eine kurze Zeit gespeichert bleibt. Wenn man es also schafft, ganz viele rückwärts ausgeführte Weitsprünge hintereinander zu machen, sammelt sich so viel Geschwindigkeit, dass Mario durch so ziemlich jede Tür einfach durchschießen kann. Dadurch konnte man das Spiel erstmal mit nur 50 Sternen durchspielen und später mit nur 31 Sternen, da einfach immer mehr Türen übersprungen wurden. Mit Hilfe des Hasen Mips, der bei 15 Sternen spawnt, konnte man sogar noch früher die 30-Sterne-Tür skippen, was die 16-Sterne-Route geboren hat, wie wir sie heute kennen. Diese 16-Sterne-Route war für eine lange Zeit der schnellste Weg, um Mario 64 durchzuspielen, weshalb er sich als der damalige Any% Run etabliert hat. Speedrunner sind wie gesagt aber Speedrunner und ab hier wurde komplett ausgerastet. Wenn man es schafft, einen großen BLJ in der Lobby auszuführen, um die 8-Sterne-Tür zu skippen und einen im Keller, um die 30-Sterne-Tür zu skippen, kann man das Spiel auch mit einem oder mit keinem Stern durchspielen. Auf den genauen Unterschied zwischen diesen beiden Runs werde ich noch eingehen, aber klar ist, dass diese Runs um einige schwerer sind als noch der 16-Sterne-Run. Es wurde sich dazu entschieden, die langsameren Any%-Routen als einzelne Leaderboards am Leben zu erhalten, damit sich jeder Spieler selbst aussuchen kann, welche Route er nehmen will, um das Spiel durchzuspielen. Im Grunde kann man also sagen, dass diese 5 Kategorien deswegen so existieren, weil das historisch gesehen die schnellsten Wege waren, das Spiel durchzuspielen und man sie just for fun am Leben gelassen hat, obwohl es mittlerweile schnellere Wege gibt. Diese 5 Kategorien kann man gedanklich gesehen nochmal in 2 übergeordnete Kategorien sortieren. In die langen und in die kurzen Kategorien. Natürlich ist das darauf bezogen, dass die einen Runs zeitlich gesehen einfach länger sind als die anderen, aber mit diesem Längenunterschied ergeben sich auch Unterschiede in der Vorgehensweise an den Speedrun. In den kurzen Kategorien muss man jeden Schritt, den man macht, viel härter optimieren als in den
langen Kategorien, weil es nicht viel Raum für Verbesserungen gibt. Jeder Fehler bedeutet eigentlich schon sofort, dass der Run neu gestartet werden muss. Es gibt hier keinen Spielraum für irgendwelche Schwächen. In den längeren Runs kann man sich solche kleinen Fehler auf jeden Fall erlauben. Hier ist allerdings die Schwierigkeit, über einen längeren Zeitraum konstant gut zu spielen und viele verschiedene Strats einigermaßen gut zu können, statt nur eine Handvoll wie in den kürzeren Runs. In der Geschichte dieses Spiels gab es Runner, die die langen Kategorien dominiert haben und Runner, die die kurzen Kategorien dominiert haben. Beides gleichzeitig kam eigentlich nie vor, eben weil man so unterschiedlich vorgehen muss und jeder sich auf ein Gebiet spezialisiert hat. Das war zumindest der Fall, bis ein bestimmter Runner die Bildfläche betrat. Suigi hat 2020 mit Mario 64 Speedruns angefangen und hierfür hat er sich die 16-Sterne-Kategorie ausgesucht. Eine Wahl, die viele treffen, da es eine relativ anfängerfreundliche Kategorie ist. Damals noch auf Emulator hat er sehr schnell Fortschritte gemacht, mit einer Zeit von unter 17 Minuten im Oktober, unter 16 Minuten nur 2 Monate später und unter 15 Minuten ein halbes Jahr später. Das sind nur 3 Sekunden entfernt vom damaligen Weltrekord gewesen, ungefähr ein Jahr nachdem er angefangen hat zu runnen, was komplett irre ist. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis er im November 2021 seinen ersten Weltrekord in der 16-Sterne-Kategorie gefeiert hat. Is that a world record? I think I fucked it up at the end there. Nope, that's the record. Das Krasse an diesem Run war, dass er an sich noch sehr viel Luft nach oben hatte. Es haben sich kostspielige Fehler eingeschlichen, wie das Verfehlen der Pyramide in Shifting Sandland oder diverse Schwierigkeiten in Lethal Lava Land. Statt sich nach diesem Erfolg also auszuruhen oder sich anderen Kategorien zu widmen, wurde sich dazu entschieden, diesen Rekord auszugrinden. Ende 2021 und 2022 über gab es quasi einen Weltrekord nach dem nächsten, immer ein Stückchen besser als vorher, als er im Dezember einen Run in 14 Minuten und 41 Sekunden abgeschlossen hat. Das ist eine Zeit, die meilenweit vor allen anderen war. Er war auf dem Weg, eine Zeit von 14 Minuten 30 irgendwas zu erlangen, bevor ein anderer Spieler überhaupt eine 14 Minuten 40 irgendwas geknackt hat. Bevor er das gemacht hat, stand allerdings etwas anderes an. Suigi ist 2022 über in die anderen Kategorien gedippt und hat angefangen, diese langsam aber sicher auszugrinden. Die 1- und 0-Sterne-Kategorie ähneln sich vom Grinding her sehr der 16-Sterne-Kategorie, weshalb der Einstieg hier für Suigi etwas leichter war. Beide Runs sehen zum Großteil sogar gleich aus. Führt ein BAJ in der Lobby aus, um die Tür vor dem ersten Bowser-Level zu skippen und besiegt den ersten Bowser, geht nun in den Keller und führt ein SBAJ aus, um die Tür zum zweiten Bowser zu skippen. Wow, okay, warte. Was zum Fick ist ein SBAJ? SBAJ steht für Side Backwards Long Jump und kann seitlich zu jeder Treppe im Spiel ausgeführt werden, auch wenn dieser Trick nicht wirklich irgendwo einen Nutzen hat, außer hier im besagten Keller. Der SBAJ ist der Knackpunkt, in dem sich die beiden Runs unterscheiden. Im 1-Stern-Run skippt man die Tür und findet sich vor dem Eingang von Dire Dire Docks wieder. Dieser Eingang versperrt den Weg zum zweiten Bowser-Fight, weshalb wir in das Level gehen müssen und den U-Boot-Stern holen müssen, damit der Eingang sich nach hinten bewegt, um so das zweite Bowser-Level betreten zu können. Dieser Umweg nach Dire Dire Docks wird im 0-Sterne-Run komplett übersprungen durch den SBAJ DDD-Skip. Wenn man genug Geschwindigkeit gesammelt hat, kann man tatsächlich auch durch den Dire Dire Docks Eingang durchschießen, um so den einzigen Stern zu skippen, den wir noch sammeln mussten. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Wenn man zu viel Geschwindigkeit auf der Treppe gesammelt hat, kann die Treppe uns nicht mehr halten und schießt uns nach hinten. Diese Geschwindigkeit reicht allerdings noch nicht aus, um uns durch das Dire Dire Docks Portal zu klippen. Man zielt also auf die linke Seite der Säule vor der Tür, um hier weitere BAJs auszuführen, damit mehr Geschwindigkeit gesammelt werden kann, um anschließend erfolgreich durch das Portal klippen zu können. Das ist aber nur eine sehr vereinfachte Erklärung. In Wahrheit ist der DDD-Skip einer der schwersten Tricks im gesamten Spiel, weshalb man sich dazu entschieden hat, die etwas leichtere 1-Stern-Route ebenfalls am Leben zu erhalten. Nicht ohne Grund ist der 0-Sterne-Run von allen Kategorien die unbeliebteste. Wenn man den zweiten Bowser nun besiegt hat, sehen beide Runs wieder gleich aus. Man macht einen BAJ, macht noch einen und beendet das Spiel.
Suigi hat sich erstmal den 1-Stern-Run vorgenommen und hat Anfang 2023 direkt den Weltrekord geholt. Paar Tage später hat er ihn nochmal geholt, paar Tage später nochmal, paar Tage später nochmal. Er ist bis heute der einzige Mensch, der diesen Run in unter 7 Minuten geschafft hat, was zeigt, wie viel besser er als alle anderen ist. Ähnlich sah es bei den 0-Sternen aus, da er hier im April 2023 den Weltrekord holte und dann nochmal. Er hat 4 Weltrekorde in derselben Kategorie innerhalb von 2 Wochen geholt, was komplett insane ist, und das Insaneste hierbei ist, dass der schnellste Run von diesen nicht mal so reibungslos lief, da er Schwierigkeiten beim SBLJ hatte. Er hat offiziell 3 von 5 Rekorden inne und es sah so aus, als wäre das nur eine Sidequest für ihn gewesen, da er kurze Zeit später Geschichte schrieb. Er hat einen neuen 16-Sterne-Weltrekord aufgestellt, was für ihn jetzt mittlerweile nicht mehr so krass wirkt, aber das hier war kein gewöhnlicher Rekord. Es war ein perfekter Run, wie viele ihn nannten. Star is fucking dead! Oh my god! Oh my god! Ah! Ah! I just got a 1435! Oh my god! Oh my fucking god! Es war das erste Mal, dass ein Spieler diesen Run geschafft hat, ohne größere Fehler zu machen und einfach perfekt runterzuspielen. Das sieht man auch, wenn man sich den Unterschied im Leaderboard anguckt. Der 16-Sterne-Run ist einer der beliebtesten Speedruns aller Zeiten und hier so einen Abstand zu allen anderen zu haben, trotz der großen Konkurrenz, ist etwas, was so noch nie passiert ist. Perfekter Run ist natürlich eine Übertreibung, denn kleinere Fehler haben sich schon eingeschlichen. Er hat den Speedkick bei Fly Guy Les verpasst. Oh my god. Er hat Frames bei der Sternauswahl verloren. Oh my god. Und hier und da auch ein paar Frames liegen lassen. Fuck. Allein, dass wir hier über Frames reden, zeigt aber schon, wie unbedeutend diese Fehler tatsächlich sind. Es gibt auf dem Kanal hier ein ganzes Video zu dem Run, falls es euch genauer interessiert. Fakt ist, dieser Run ist einer der krassesten Sachen, die ein Speedrunner jemals gemacht hat, und es war klar, dass der Zenit in dieser Kategorie erstmal erreicht ist. Es wurde Zeit, sich anderen Sachen zu widmen. Die langen Kategorien sind ein Fall für sich und von diesen beiden Kategorien ergibt es natürlich am meisten Sinn, mit der 70-Sterne-Kategorie anzufangen, da man hier weniger Sterne sammeln muss. Hier muss man das Spiel nicht irgendwie brechen, um große Stücke zu überspringen, man muss einfach nur die 70 schnellsten Sterne im Spiel einsammeln und einfach zum Endboss gehen, wie ein normaler Spieler es auch tun würde. Also zumindest fast genauso. Suigi hat diesen Speedrun immer mal wieder nebenbei so ein bisschen gegrindet, weshalb er hier auch schon in den Top 5 aller Spieler war, aber der letzte Schritt hat hier noch gefehlt. Und dieser Schritt kam schneller als gedacht. I just got 4 to 5! Oh my god! Mit 4 von 5 Rekorden war Suigi kurz davor, mal wieder Geschichte zu schreiben. Alles, was jetzt noch fehlte, war der 120-Sterne-Weltrekord, aber das ist tatsächlich auch einfacher gesagt als getan. Anders als beim 70-Sterne-Speedrun hat Suigi dem 120-Sterne-Speedrun zu dem Zeitpunkt kaum eine Beachtung geschenkt. Er war nicht mal in den Top 300 mit seiner damaligen Zeit. Im Vergleich zum 70-Sterne-Speedrun muss man in dem Run all möglichen langen Sterne üben, wie die 100-Münz oder die roten Münzsterne, die zu den schwierigsten im gesamten Spiel zählen. Außerdem wurde sein 70-Sterne-Rekord geknackt, weshalb er nur noch 3 von 5 Rekorden inne hatte. Es sah so aus, als wäre das Ziel, alle 5 Rekorde gleichzeitig zu halten, doch etwas zu wahnsinnig gewesen, um wirklich wahr zu sein. Davon jedoch nicht eingeschüchtert, trainierte Suigi jede einzelne Welt in dem Spiel, bis er sie perfekt konnte. Er hat so sehr trainiert, dass er beim Training Weltrekorde für die einzelnen Welten aufstellte. Seine Zeit für den gesamten Run war zwar noch weit hinter der Konkurrenz, aber man konnte sehen, dass nach und nach ein Monster entsteht. Als er angefangen hat, Runs zu machen, hat er seine PB öfter um mehrere Minuten auf einmal geschlagen, da er die einzelnen Sterne und Welten so sehr für sich genommen trainiert hat, statt nur Runs zu machen. Im Oktober passierte es also.
Er hat den 120-Sterne-Weltrekord geknackt und eine Woche später sogar nochmal. Er hat ihn sogar kurz darauf fast nochmal auf einem Live-Event gebrochen und nur nicht bekommen, weil er einen Bowser-Wurf verpasst hat. Mit dem 120-Sterne-Rekord in der Tasche fehlte nur noch der verlorene 70-Sterne-Rekord und man kann es sich denken, es hat nicht lange gedauert. Green Suigi hat es als erster Spieler jemals geschafft, einen Weltrekord in allen Hauptkategorien von Super Mario 64, dem wohl größten Speedrunning-Game aller Zeiten, gleichzeitig zu halten. Und nicht nur das, er hat es gemacht, ohne dass irgendjemand die Chance hatte, ihn aufzuhalten. Teilweise meilenweit vor dem zweiten Platz und nur eine relativ kurze Zeit, nachdem er angefangen hat, die Kategorien überhaupt zu lernen. Das Krasse ist nicht nur, dass er es geschafft hat, sondern wie leicht er es aussehen lassen hat. Bei diesen Erfolgen und dieser Leistung ist es, finde ich, keine Übertreibung zu sagen, dass Suigi sich damit als der beste Speedrunner aller Zeiten in die Geschichte verewigt hat. Zu denken, dass Mario 64 Speedruns jetzt langweilig werden, da es jemanden gibt, der jeden Rekord einfach zerstört, wäre ein Fehler, da sich das Spiel immer weiterentwickelt. Das ist das, was dieses Spiel so besonders macht. Strats, die vor paar Jahren noch für unmöglich abgetan wurden, sind mittlerweile fester Bestandteil des Speedruns und Runner, die abgehängt wurden, sind im Stillen dabei, selber zu Monstern zu werden. Selbst der perfekte 16-Sterne-Run von Suigi gilt mittlerweile an vielen Stellen als veraltet und neue Strats wie Long Jump Cannonless etablieren sich immer mehr. Trotz dieses Erfolgs sind wir bei weitem noch nicht am Ende der Geschichte und einer Sache kann man sich bei diesem Spiel sicher sein: langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Dankeschön fürs Zuschauen.